hatte vor kurzem, wollte ich für einen anderen Vortrag, den ich letzte Woche bei der DGP gehalten habe, ein Bild haben von jemandem, der Lehre macht. Und dann war das erste Bild, was ChatGPT mir gegeben hat, da trägt die Dame, die nun wirklich nicht am Patienten ist, als Zeichen, dass sie eine Ärztin ist, Handschuhe. Dann habe ich angefangen, mit ChatGPT zu diskutieren. Das darf man, das kann man, sollte man auch. Dann sagte ich hier, nee, lange Kittel will ich nicht, mach mal ohne. Und dann hatte ich auch noch gesagt, bitte ohne Handschuhe. Und dann kam das Bild und da meinte er, na, ist doch super, ist doch alles ohne. Und ich gesagt, ja, sehr schön, aber jetzt bitte auch die Lehrende ohne Handschuhe. Ich brauche wirklich ein Bild, wo alle ohne Handschuhe sind. Und dann sagte er, Missverständnis, die Lehrende mache ich dir jetzt auch ohne Handschuhe. Und das ehrlich gesagt war dann das letzte Bild. Dann haben eben alle keine Handschuhe an und sie hat mit der KI generiert und das soll eben sagen, dass auch die KI Handschuhe assoziiert mit einem sauberen Arbeiten, mit einem antibakteriellen Arbeiten und jemand, der auch nur lehrt über Bakterien, schon mal Handschuhe anhat. Das fand ich sehr erhellend, als ich mir das alles angeguckt habe. Ich versuchte noch ein bisschen mit dem zu diskutieren, super Bild, aber bitte mach die Handschuhe weg. Das kann er nicht. Und das soll heißen, da ist ganz viel Umdenken und das ist auch ein ganz großes Problem, auf das wir gestoßen sind, sondern sagen wir die Herausforderungen, wir haben ja keine Probleme, wir haben nur Herausforderungen, dass wir in die Köpfe der Leute müssen, dass sie verstehen, dass diese Handschuhe eben nicht gut sind und dass man sie eigentlich eben nur tragen sollte, wenn man sich ekelt. Und das ist Professor Rüden, der leider schon vor einer Weile verstorben ist, ein ganz großer Mann der Krankenhaushygiene, der sehr viel bewegt hat und der hat schon immer gesagt, bitte tragen Sie die Handschuhe nur, wenn Sie sich ekeln. Aber auch da ist das Gefühl, wann ich mich ekle, sehr unterschiedlich. Der einzige niedliche Grund, den ich mal bei Handschuhen gehört habe, war von einer Studierenden, die sagte, ja, also wenn sie Essen zubereitet, würde sie immer Handschuhe anziehen. Sie wäre so ein Tollpatsch und würde sich immer die Butter und die Marmelade auf ihre Finger schmieren und dann hätte sie ein Problem. Das kann man natürlich irgendwie gelten lassen, ist aber trotzdem natürlich eigentlich kein guter Grund. Also, aber und außerdem ganz so einfach ist es nicht. Es gibt ja Krinko-Empfehlungen zu den medizinischen Einmalhandschuhen. Es gibt auch einen Kommentar, den ich auch hinten mitgebracht habe, der genau auch darauf abzielt, dass zu viel Handschuhe getragen werden. Gerade nach der Pandemie ist das unheimlich eingerissen, weil die ja auch in der Freizeit immer mehr ausgeteilt wurden. Sie kennen das auch beim Brot. Wenn ich mir Brot rausholen will, Brötchen, ziehen sich die Leute Handschuhe an und grabbeln dann mit den Handschuhen alle Brötchen an, weil sie denken, das ist ja jetzt ein Schutz. Und diese Handschuhe, die da eben auch teilweise hängen, wo man dann reingrabbelt, sind natürlich auch gar nicht indiziert. Aber was sind die Empfehlungen? Handschuhe nur auf trockenen Händen anlegen. Handschuhwechsel dann, wenn sie sich auch die Hände desinfizieren, aber dass wir die Handschuhe nicht steril sind, das lernen wir noch im Lauf. Behandschuhte Hand nur im Ausnahmefall desinfizieren und ganz wichtig, nur an einem Patienten. Also wenn ich an einem Patienten, wir wissen, wie es in der Intensivmedizin ist, mehrere Handlungen machen, die eigentlich im Einzelnen eine Händedesinfektion beinhalten sollten, dann kann ich mir auch die Handschuhe desinfizieren, statt die auszuziehen und dann zu desinfizieren. Man darf aber nicht mit den Handschuhen die Handschuhe desinfizieren und von einem Patienten zum nächsten gehen. Das ist klar etwas, was man nicht tun sollte. Und ganz wichtig, Händedesinfektion nach Ablegen der Handschuhe. Die wenigsten von uns schaffen es, diese Handschuhe sauber abzulegen. Wir machen ja, wenn wir also Händedesinfektionstag, 5.5., 2 Hände, den Tag der Händedesinfektion machen, dann machen wir ja auch immer mit den Farben man schmiert sich die Handschuhe mit Farben ein und zieht sie aus. Und Sie alle wissen, wie sehr man sich dann doch die Hände beschmiert hat. Und das wären auch die Erreger, die Sie außen an Ihren Handschuhen haben. Eine Sache, die uns auch noch nicht in die Hände spielt, ist die THBA. Die THBA braucht zur Erstellung null Evidenz. Da kann man rein eminenzbasierte Empfehlungen reinmachen und genauso liest sie sich auch. Das ist zum Beispiel das Entblistern von Tabletten, braucht auf jeden Fall Handschuhe nach THBA. Und wenn ich dran denke, ich habe auch als Pflegekraft mir mein Studium verdient, ich entblistere ja Tabletten so, dass ich an die Tablette nicht rankomme. Und auch das, ne, das sollte ja eigentlich auch das Normale sein, dass ich die eben gar nicht wirklich anfasse, sondern so ausblistere. Wir kommen dann natürlich mit Digitalisierung in den nächsten Jahren auch deutlich weiter, weil es diese Unit-Doses gibt und dann ist die Diskussion gar nicht mehr da. Dann kann man den Patienten die kleinen Tütchen auch reinreichen. Aber THBA sagt ansonsten Tätigkeiten hinsichtlich der Infektionsgefährdung. Da sollte man Handschuhe tragen, wenn man mit potenziell infektiösem
Material in Verbindung kommt. Wenn das aber nicht so ist, wenn das jetzt keine dicke Schleimschicht auf Ihren Händen macht, dann kriegen Sie natürlich die Bakterien am besten weg und auch die Viren, indem Sie sich die Hände desinfizieren. Was aber spricht jetzt aus unserer Sicht denn so sehr dagegen? Der Einsatz erfolgt oft aus falsch verstandenem Infektionsschutz und die Händedesinfektion unterbleibt. Das korreliert sehr eng. Wir gucken bei uns ja die Zahlen im Helios-Unternehmen. Wir gucken, wie viel weniger Handschuhe haben wir jetzt verbraucht. Wir sind bei der doch stolzen Zahl, jeder Patiententag im Krankenhaus ziehen wir uns 25 Handschuhe an, also 12,5 Paar. Und wenn ich mir überlege, wenn ich ins Krankenhaus komme, um keine Ahnung, das Knie operiert zu bekommen, auf der Station, wie oft braucht man bei mir denn Handschuhe? Mir fällt da relativ wenig ein. Deswegen müssen es dann andere eben umso häufiger sein. Das Argument mit dem Putzen haben wir rausgerechnet. Also es sind wirklich Patiententage am Patienten werden so viel getragen. Und Händedesinfektionen ist sozusagen in der gleichen Menge, die wir die Handschuhe reduzieren konnten, eben höher gekommen, weil wir natürlich das auch immer lehren, statt Handschuhen Händedesinfektion. Hautschäden durch die feuchte Kammer, da hatte ich mit Herrn Gründling schon drüber gesprochen. Bei uns ist es ja, trägt man ja den einzelnen Handschuh nicht so lange, aber gerade die Reinigungskräfte tun das eben doch. Und wo wir es auch ganz oft sehen, sind die Menschen, die Betten durch die Gegend schieben, also diese Transporter. Aus irgendeinem Grund haben die auch fast immer Handschuhe an, wenn man mal so durchs Krankenhaus läuft. Und die werden die dann sicher nicht wechseln. Viele Patienten, vor allem Kinder, empfinden es außerdem als unangenehm, wenn man sie mit Handschuhen anfasst. Und die Ressourcenbelastung, die zeige ich Ihnen nachher auch. Eine Sache, die ich auf dem Weg zu dieser Handschuhkampagne gefunden habe, die ich extrem interessant fand. Es gab eine Untersuchung, wo die eine Hühnerbrust mit einer definierten Menge Erreger inokuliert haben und geguckt haben, wie viel geht von der Hühnerbrust auf die Hand und auf den Handschuh. Das ist ungefähr gleich. Und denken Sie dran, es sind Logstufen. Und jetzt kommt von der desinfizierten oder von der normalen Hand auf den Kohl, geht viel weniger und es sind Logstufen. Also es sind 4 Logstufen weniger, wird von der normalen Hand auf den Kohl weitergegeben als vom Handschuh. Was daran liegt, dass wir ja in guter Koexistenz mit unseren Erregern oder mit den Bakterien leben. Es sind ja in dem Moment keine Erreger, sondern es sind unterschiedliche Mikroorganismen, mit denen wir ja zusammenleben und in einer guten Symbiose. Deswegen hat unsere Haut eine gewisse Menge Adhesine. Das hat der Nitrilhandschuh natürlich nicht. Der hat da gar nichts, woran die sich festhalten können. Und deswegen gibt der Handschuh noch viel mehr Erreger ab auf den Salat. Und das muss man sich eben auch mal überlegen. Nackte Hände sind einfach auch zu Hause hygienischer und auch bei anderen Arbeiten. Man gibt einfach weniger weg. Handschuhe fördern Hautschäden durch feuchte Kammer. Das haben wir erzählt. Das hat man sehr selten. Ich habe noch ein Praktikum gemacht bei Professor Rüden. Da haben wir am Anfang des Hygienepraktikums NaCl in unsere Handschuhe bekommen und haben die dann den ganzen Tag getragen. Da sahen die Hände dann wirklich so aus. Und dann haben wir das mal rausgeschöpft aus diesem Handschuh und haben Platten damit beimpft. Und obwohl wir uns vorher die Hände desinfizieren mussten, war das nicht lecker, was da gewachsen ist. Das kann man sich auch einfach mal so als für sich zu Hause machen. Ganz besonders eklig sind übrigens diese Handschuhboxen. Und wenn man sich das vorstellt, die hängen dann teilweise ja in den Patientenzimmern. Und dann grabbelt da jeder rein. Und die wenigsten haben sich ja die Hände desinfiziert, bevor sie da reinpassen und etwas rausholen. Und wir alle kennen es, dann fallen ganz viele Handschuhe raus, dann stopfe ich die wieder rein, weil ich will ja nicht Ressourcen verschwenden. Und in dem Moment kleben dann eben an den Handschuhen auch die Erreger, die ich vorher an der Hand hatte. Und das kann so schlimme Ausmaße annehmen. Sie alle können sich, oder viele können sich wahrscheinlich erinnern, da gab es mal einen großen Ausbruch in Bremen-Mitte auf einer Frühchenstation und da hat man dann bei dem Ausbruchsmanagement die Erreger auf den Handschuhboxen gefunden. Und dass das nicht nur ein Einzelfall ist, das zeige ich Ihnen gleich. Das ist so das klassische Bild. Ne? Sie sehen es einmal eine normale Hand und einmal eine desinfizierte Hand. Und man sieht, das ist jetzt gar nicht eine kontaminierte Hand, sondern das ist eine normale Hand und einmal eine desinfizierte Hand. Ein bisschen getrickst haben die da beim Fotografieren, weil da sind natürlich viel weniger Finger drauf. Aber die Message ist klar, desinfizierte Hand hat dann eben keine schlimmen Erreger mehr für zumindest eine gewisse Zeit. So, aber ich habe Ihnen gesagt, auf diesen Handschuhboxen findet man interessante Dinge und unsere Hygienefachkräfte sind durch die Gegend gelaufen und haben mal Abklatsche von diesen Handschuhboxen gemacht und zwar genau auf der Stelle, wo sozusagen dieses Loch ist.
wo man dann den Handschuh rausnehmen kann. Und jetzt wird es ein bisschen eklig. Das ist von einem Logistikmitarbeiter, die Handschuhbox, die der dabei hatte. Das sind diese Leute, die eben die Betten durch die Gegend fahren. Das ist ein Patientenaufnahmezimmer, Handschuhbox. Und das ist der Visitenwagen. Und man findet doch erstaunliche Erreger an diesen Handschuhboxen. Deswegen denken Sie dran, die sind halt nicht steril. Die tragen Sie ganz sicher nicht aus infektionspräventiven Gründen. So, dann könnte man ja denken, ich nehme jetzt die Handschuhe mit antibakteriellen Substanzen. Das wäre doch die super Alternative. Das hat man mal gemacht. Leider sind die Handschuhe, die es bisher gab, komplett gescheitert, weil die zwar ganz gut waren gegen die Gram-positiven Erreger, leider aber nicht gegen die Gram-negativen. Und wir alle wissen, dass die Gram-negativen die sind, die uns momentan eben die Probleme machen. Also die multiresistenten Gram-negativen sind die, die wir ja zumindest auch weghaben wollen. Also wir wollen da gar nichts dran haben. Deswegen leider ist auch das keine Alternative. Sind, dass das alles nicht nur ein Gefühl ist, das ist in großen wissenschaftlichen Studien festgestellt worden, die auch nicht mehr ganz neu sind. Dieses The Dirty Hand in a Latex Glove ist schon relativ alt. Meine Idee von dieser Handschuhkampagne war auch schon aus der Zeit vor Corona. Dann kam Corona, da war keine Zeit, kein Kopf dafür. Wir hatten mit der Kampagne 2019, Mitte 2019 angefangen und dann wissen Sie, was dann kam. Aber dieser Artikel ist eben auch schon noch älter, der ist von 2012, wenn ich, nee, 2011. Und die haben festgestellt, dass sich die Menschen einfach signifikant weniger die Hände desinfizieren. Und wenn wir alle mal in uns gehen, dann ziehen wir eben manchmal Handschuhe an, statt uns die Hände zu desinfizieren, obwohl es eigentlich keinen guten Grund dafür gibt. Ich persönlich konnte, weiß ich nicht, ob ich es noch kann, auch intubieren, ohne in den Mund zu fassen, indem man den Kopf maximal rekliniert. Das heißt, ich bräuchte noch nicht mal da Handschuhe, kann es aber irgendwie grundsätzlich nachvollziehen, dass man es da tut. Aber das Ding ist, dass die Leute sich einfach weniger die Hände desinfizieren, wenn sie Handschuhe tragen. Auch dann oftmals eben nicht nach dem Ausziehen der Handschuhe. Das sollte auch eigentlich die 6. Indikation nach WHO sein, dass man sich nach dem Tragen von Handschuhen die Hände desinfiziert. Gibt auch eine Untersuchung, die gemacht worden ist, auch schon ein bisschen her, gezielte Vorsorge versus universelle Handschuhe. Und da hat man untersucht, in einer Zeit, wo alle Handschuhe tragen mussten, immer sozusagen gegen dann nur noch, wenn man es wirklich zu gezielten Punkten. Und man hat gesehen, dass es sogar zu mehr nosokomialen Infektionen gekommen ist in der Zeit, wo universell Handschuhe getragen worden sind, weil sich die Leute die Hände nicht desinfiziert haben und wir ja gelernt haben, dass die Handschuhe die besser weitergeben. Das gilt selbstverständlich auch für Patienten mit multiresistenten Erregern, die ich ja viel besser von meinen Händen wegbekomme, wenn ich mir die Hände desinfiziere. Und der Grund, warum man es dann trotzdem tut, wenn man mit potenziell infektiösem Material in Kontakt kommt, ist nicht, dass ich dieses potenziell infektiöse Material nicht desinfizieren konnte, sondern das liegt daran, dass man dann ja so eher so eine Schleimschicht drauf hat. Dann müsste man sich die Hände waschen. Auch da ist es, wenn ich mir die Hände erstmal wasche und dann desinfiziere, dann wird das Desinfektionsmittel so weit verdünnt, dass es nicht mehr seine optimale Wirkung hat. Das heißt, wenn ich dann dieses potenziell infektiöse Material mit den Handschuhen abgelegt habe und dann mir die Hände desinfiziere, dann habe ich die richtige Menge Händedesinfektionsmittel, um die dann übrig gebliebenen Erreger zu töten. Wenn es in dem Glibber drin wäre, würde ich nicht ausreichend Händedesinfektionsmittel. Und außerdem, ich meine, ich gebe zu, in den Ekel will keiner von uns reinfassen, soll man ja auch nicht. Es gibt ja Indikationen, wo man dann die Handschuhe braucht. Also zum Ablassen von Urin, zum Patienten reinigen, auch wenn ich Betten mache, wo ein sehr verschwitzter Patient drin lag oder irgendwelche Körpersekrete drin sind, das ist gar keine Diskussion. Es geht um andere Indikationen. Negativer Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen, das hatte ich gesagt. Auch Patienten mit Demenz berichten, dass die dann klare Momente haben, dass sie das als unangenehm empfinden, wenn sie mit Handschuhen angefasst werden. Ich war mal auf einem Kongress, da konnte man sich massieren lassen. Da hat allerdings die Masseurin dann auch Handschuhe angezogen und massiert zu werden mit Handschuhen an war wirklich extrem unangenehm. Man konnte da nicht diskutieren, man konnte entweder mit Handschuhen oder gar nicht. Und dann hat man gedacht, na gut, dann mit Handschuhen, aber es ist wirklich nicht angenehm. Ein sehr gutes Review, wo das auch nochmal beleuchtet wird, ist von Bellini aus dem Jahr 2022. Die Schweizer sind ja da immer an solchen Stellen auch wirklich sehr, sehr gut dabei. Die haben sich auch mal mit den Analysen beschäftigt, warum so viele Leute Handschuhe tragen und
haben sich das eben auch mal angeguckt und haben auch angeguckt, dass eben 35% der Handschuhe ganz konservativ geschätzt ohne Indikation getragen worden sind. So, was haben unsere Hygienefachkräfte, HFK-Hygienefachkräfte? Wir haben unsere Hygienefachkräfte in der Region Ost, wo ich eben von Bazzaro aus arbeite, mal gebeten, dass sie gucken, welche Indikationen ihnen so auffallen. Und dann sind die einen Monat lang durch unsere Häuser gegangen und haben einfach mal geguckt, bei welche Indikationen ihnen aufgefallen sind. Und das sind eben so Indikationen wie Betten machen und bewegen. Betten machen, ja, wenn da jemand drin lag, der vielleicht Körpersekrete unter sich gelassen hat, dann ist das eine andere Sache. Aber wenn ich jetzt aus dem Bett aussteige, dann weiß ich nicht. Wenn man sich vor mir ekelt, darf man das auch, aber das ist schon etwas, wo man dann nochmal drüber nachdenken kann, Patienten berühren, die jetzt eine intakte, normale Haut hat oder transportieren. Zum Beispiel, wo man es ganz oft sieht, wenn man im Internet danach sucht, und seien Sie mal aufmerksam, Internetbilder von Ärzten, da halten die sogar Röntgenbilder mit Handschuhen an, damit man das Zeichen setzt, dass das jemand ist, der steril arbeiten kann. Und so ist es eben auch, wenn Stethoskope aufgesetzt werden, auch beim Impfen, da könnte ich immer die Krise kriegen. Wir haben ja viel Impfbilder die letzte Zeit gesehen. Zum Impfen sagt auch die Krinko, dass man keine Handschuhe braucht, weil man die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwelches Blut kommt, ist ja relativ gering. Speisen verteilen, Speisen ausgeben, abgegessene Tabletts kann schon eklig sein, kann ich verstehen, wenn man sich da Handschuhe anzieht, aber wenn man die aus diesem Wagen holt und zum Patienten bringt, gibt es keinen guten Grund, das zu machen. Und auch wenn man Speisen ausgibt, dann ist es viel besser, oder wenn man Speisen zubereitet, ist viel besser, man desinfiziert sich die Hände, als, wie wir gelernt haben, man nimmt diese Handschuhe und da kann man dann eben auch einiges übertragen. Bei den Medikamentestellen, da gibt es Diskussionsgrundlage bei verschiedenen Medikamenten, das ist klar. Es gibt ja die theoretische Annahme, die aber mit keinerlei Studien hinterlegt ist, THBA. Ich habe Ihnen gesagt, braucht man keine Evidenz dafür. THBA steht drin, wenn Sie Antibiotika aufziehen, mischen, dem Patienten verabreichen, sollen Sie sich Handschuhe anziehen zu Ihrem eigenen Schutz. Ich glaube, wenn man da 3 Tropfen auf die Haut kriegt, dass dann wirklich sich Resistenzen bilden oder dass es resorbiert wird. Wie gesagt, gibt keine Studie dafür. Wenn wir die anderen Indikationen mal wegkriegen und die Leute wirklich nur noch bei Antibiotikagaben oder so die Handschuhe anziehen. Unbenommen ist natürlich sowas wie Chemotherapie. Das ist überhaupt keine Frage, wenn ich Chemotherapie, aber dann nehme ich ja auch nicht die einfachen Handschuhe, sondern spezielle Handschuhe. Also gründliche Händedesinfektion statt Handschuhen. Und was auch sehr interessant ist, was mir auch nicht bewusst war, bevor wir angefangen haben mit der Handschuhaktion, Handschuhe haben keine Garantie auf einen Schutz. Wir haben ja in Deutschland sind wir ja die Könige der Normung. Laut der DIN-Norm, die für diese Handschuhe zuständig ist, ich weiß die Nummer jetzt nicht mehr auswendig, ist aber auch, Sie können sie nachlesen, dürfen 2 von 100 Handschuhen Löcher haben aus so einer Verpackung. Und diese Löcher sind bis zu 5 Mikrometer groß. Und dann haben wir mal geguckt, 5 Mikrometer, das ist dieser blaue Fleck. Und dann können Sie mal gucken, wie groß die Erreger sind, die dann da einfach mal Polka tanzen in dem Loch. Also passen erheblich viele SARS-CoV-2-Erreger, Influenza-Erreger, aber eben auch Hepatitis B-Erreger durch diese Löcher durch. Und das hat so ein kleines bisschen was von russisch Roulette. Wenn ich mich mit diesen Handschuhen gegen HIV, Hepatitis, was auch immer schützen möchte, dann ist das Loch zu groß dafür, wenn ich diesen Handschuh gerade erwischt habe. Klein bisschen Indikationen kann man noch drüber diskutieren, dass wenn man so eine Hohlnadel hat und sticht sich damit, dass dann wenigstens außen das Blut ab ist. Aber bei der Hohlnadel ist ja das eigentliche Problem, das, was in der Nadel drin ist, da ist die viel größere Menge und die kann ich durch den Handschuh auch nicht abhalten. Von daher, Sie sehen, schönes großes Loch im Handschuh, da passt einiges durch, inklusive auch Pseudomonas, der 1,5 Mikrometer misst, der passt da auch mehrfach durch. Der ist jetzt hier, sind erstmal nur Viren aufgezeichnet, aber Sie können es sich vorstellen. Zur Veranschaulichung auch das Hände von Hygienefachkräften bei uns, die mal ihre Hände mit diesem, Sie kennen das Fluoreszenzmittel eingerieben haben und dann die Handschuhe ausgezogen. Und da kann man ja auf dem mittleren Bild unschwer auch diese kleinen Punkte erkennen. Und auf dem rechten Bild, da hatte die Pflegekraft offensichtlich wirklich richtig Pech, denn die hat erhebliche Flecken. Und was man natürlich auch schön sieht, ist, wie sie sich eben beschmiert hat beim Ausziehen, auch am Unterarm, mit dem man ja dann auch manchmal an den Patienten kommt.
Was uns aber auch noch definitiv umgetrieben hat, ist der ökologische Fußabdruck und der ist bei diesen Handschuhen erheblich, denn die werden sicher nicht in Deutschland hergestellt, sondern irgendwo, Indien, China, wo auch immer, unter Bedingungen, über die wir nicht reden möchten in den Fabriken. Wir haben die Bilder alle gesehen, aber vor allem verbrauchen sie wahnsinnig viel Ressourcen. Sie verbrauchen viel Wasser bei der Produktion. Sie müssen zu uns transportiert werden. Sie werden bei uns genutzt und sie werden bei uns entsorgt, sodass auf ein Päckchen von diesen Einweghandschuhen, also 100 Stück, eine CO2-Bilanz von Oberklasse-Auto, 10 Kilometer Autofahren im Stadtverkehr kommt. Also Sie können sich vorstellen, so ein Päckchen und Sie wissen, wie schnell das aus ist, 10 Kilometer Oberklasse Autofahren. Das ist wirklich erheblich und wenn man sich da mal eine kleine Rechenaufgabe stellt, wir haben das gemacht, dann kommt man mit dem CO2-Abdruck der Helios-Kliniken oder kam, bevor wir damit angefangen haben, 525 Mal um die Erde. Wir verbrauchen 175 Millionen Handschuhe. Das sind 1,75 Millionen Päckchen. Also da, wenn man da ein bisschen was spart, hat man schon sehr, sehr viel gespart und der Umwelt auch Gutes getan. Die Krinko hat sich jetzt gerade ganz, ganz aktuell letzten Monat auch dazu positioniert und hat einen Kommentar rausgegeben, wo sie sich genau auch dazu positionieren. Die haben auch ganz klar definiert oder so klar, wie man das eben machen kann. Evidenz ist ja nicht exzellent dazu, wann sie meinen, dass man Handschuhe braucht und wann man es nicht braucht. Und darauf kann man sich dann eigentlich bei der Krinko, wenn die schon etwas so klar definieren, kann man sich darauf ja auch exzellent verlassen. Eine Sache, wo man dann sicher auch mal mit Patienten und vielleicht auch Patientenvertretern, die es nicht so gut verstehen, diskutieren muss. Die Angehörigen haben oftmals das Gefühl, dass ihre Angehörigen nicht so exzellent behandelt wurden, weil die Pflegekraft keine Handschuhe getragen hat. Deswegen haben wir auch Informationskarten für die Angehörigen gemacht, die auf den Stationen dann ausgelegen haben. Also da ist auch noch ganz viel zu machen, weil es Beschwerden gab. Die Pflegekraft hat keine Handschuhe getragen, die hat unsteril gearbeitet. Da muss man aufklären. Das muss in die Köpfe rein, wie so vieles andere auch. Auch die Intensive Care Society hat da letztes Jahr eine Aktion angefangen und wollen genau darauf oder weisen genau darauf hin in ihren Papieren Gloves Off und haben einen Implementation Guide dafür gemacht, wo sie genau darauf eingehen, dass dieses ganze Change ja immer damit zusammenhängt, dass alle da mitarbeiten und dass man es wirklich in die Köpfe von allen kriegt und dass man deswegen bei solchen Aktionen, wenn man die in seinem Krankenhaus machen möchte, unbedingt ganz viele Menschen mit einbeziehen muss und das nicht versuchen kann, das nur alleine zu machen. Wir hatten vor allem auch das Kommunikationsteam dabei und ich bin großer Fan von exzellenten Kommunikationsteams, weil die doch auch nochmal Tools haben, die wir Ärzte in unserem Studium und auch nirgendwo gelernt haben. Ein bisschen lernt man dann noch, wenn man eine Habil macht, da muss man all solche Dinge machen, aber natürlich haben die trotzdem ganz andere Tools in der Hand und die haben uns auch zum Beispiel diesen Sex Cells, Helios lässt das Gummi weg, das kam von unserer Kommunikationsabteilung und sie haben recht gehabt, die Leute haben sehr, sehr viel darüber diskutiert. Nicht immer nett, aber es wurde diskutiert und das ist ja das, was man erreichen möchte. Nun zum guten Schluss. Die Angaben sind sehr verwirrend, wann Handschuhe zu tragen sind und wann nicht. Es gibt allerdings wirklich zahlreiche Hinweise für die Erhöhung des Infektionsrisikos, wenn man falsch die Handschuhe einsetzt. Das hatte ich Ihnen gezeigt, auch mit großgemachten, gut gemachten Studien, die man nicht von der Hand weisen kann. Das Risiko für Hauterkrankungen ist, glaube ich, bei unseren Mitarbeitern weniger schlimm als bei denen, die im Hotel an der Käsetheke, an der Wursttheke ihre Handschuhe den ganzen Tag tragen müssen. Wir haben ein riesiges Nachhaltigkeitsproblem und es werden Handschuhe wirklich inflationär getragen seit der Pandemie. Und ganz wichtig ist, Aufklärung ist nötig und zwar in alle Dimensionen und bei allen Menschen, bei den Patienten, bei den Mitarbeitern und auch bei den Angehörigen. So, aber klar, es gibt Situationen, wo sie sich ekeln. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich auch an meine Arbeit in der Rettungsstelle, wenn dann eben jemand kommt, der so eine Tasche mitbringt, wo man jetzt nicht weiß, was in der Tasche drin ist. Man sucht da was. Klar zieht man sich dann Handschuhe an, weil man nicht weiß, was kommt. Man muss bloß wissen, dass sie nicht infektionspräventiv sind und dass der Schutz für einen selber eben nicht gut ist. Und das ist die Message, die ich Ihnen eigentlich gerne mitgeben möchte. Obwohl. Ja, ganz herzlichen Dank,
Frau Nachtigall, für den tollen Vortrag und für die, ja, das war ja auch so ein deutlicher Blick über den Tellerrand, über das, was wir sonst immer denken und tun. Bevor wir in den Chat gehen, erlaube ich mir doch die erste Frage zu stellen, und die da wäre, wie haben Sie, wie haben Sie es geschafft, in so vielen Kliniken das in die Praxis umzusetzen? Wie wurde das Ganze begleitet? Ein bisschen haben Sie es ja schon angedeutet. Und haben Sie auch so Vorher-Nachher-Werte, irgendwie sowas? Ja, also aufgesetzt wurde das, indem wir erstmal eine gemeinsame Präsentation gemacht haben. Teile davon haben Sie gesehen heute. Die haben wir zusammen mit dem UKM-Team und mit einer exzellenten Pädagogin, die wir auch haben bei uns im E-Learning erstellt. Die hat auch nochmal, also da muss man sagen, da wurde schon auch investiert in diese Präsentation. Und dann sind alle unsere Hygienefachkräfte und alle Praxisanleiter und alle Menschen geschult worden, die in den Schulen das beibringen. Denn sie können ja mal mit mit jungem Pflegepersonal reden, die aus den Schulen kommen. Die kriegen ganz viel Handschuhe beigebracht. Deswegen mussten wir unbedingt unsere Pflegeschulen auch mit einbeziehen. Und die haben wir persönlich geschult. Also es waren 3 Frauen, Frau Dr. Bonsignore, Frau Dr. Neubeuser und ich. Wir haben die Hygienefachkräfte und die Menschen von den Schulen geschult und eben auch Praxisanleiter, wie gesagt, und solche Menschen und die ganzen Hygieniker, und die sind dann ausgeschwärmt. Also vor allem unsere Hygienefachkräfte sind ausgeschwärmt und haben das als diesjähriges oder ist ja schon letztes Jahr gewesen, als letztjähriges Fokusthema genommen und haben geschult, was sie konnten, sind auf die Stationen gegangen und haben eben diese Präsentation zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir haben Plakate ausgehangen, die nicht alle gerne genutzt haben. Manche haben es nicht genutzt, weil sie dieses mit dem Gummi eben nicht so gut fanden. Die haben dann eben mehr geschult. Und ja, wir haben schon Erfolge. Wir waren bei 30 Handschuhen pro Patient und sind jetzt bei 25. Ohne dass wir einen Anstieg der multiresistenten Erreger detektieren können. Wir haben ja dieses INOC, wir können das genau beobachten. Das muss man ja dann auch. Und wir haben einen parallelen Anstieg der Händedesinfektionsmittelverbräuche pro Patiententag, die ja, so wie ich weiß, nicht nur bei uns momentan nicht in den höchsten Höhen sind. Und die Hygienefachkräfte haben natürlich, die mussten nicht exakt den Vortrag halten, sondern die konnten auch noch eigene Folien mit dazu nehmen und haben dann noch eigene Folien, wie sie es wollten, zur Aufforderung für die Händedesinfektion mit reingenommen. Denn das soll es ja sein. Wir sollen nicht die Handschuhe anziehen, sondern wir sollen uns die Hände desinfizieren. Und da ist dann eben auch nochmal deutlich darauf hingewiesen worden. Das ist so ein bisschen interessant. Man fragt sich ja immer, ne, das ist so, ich habe auch vor kurzem einen Artikel gereviewt, wo es um die Psyche und Händedesinfektion geht. Warum muss man das den Leuten immer und immer wieder beibringen? Warum vergisst man Händedesinfektion? Und genauso ist es bei uns eben mit dem, ne, kurz nachdem die Kampagne losgestartet ist und wirklich alle, ist der Händedesinfektionsverbrauch wirklich sprungartig in die Höhe gegangen und jetzt lässt es ein bisschen wieder nach. Also wir müssen wieder nachsteuern. Ja. Ja, das ist ja das allgemeine Problem. Unsere Vergesslichkeit Ja. und der Trott, ja. Ich fange mal bei F&A an. Hier geht es um Rettungsdienst, NRW-Dienst. Wie sieht es aus? 2 Paar Handschuhe übereinander. Ist das ein besserer Schutz wegen der Durchlässigkeit, also wegen der Porengeschichte? Das ist ja ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ne? Aus irgendeinem Grund war ich stumm geschaltet. Rettungsdienst, ganz schwierige Sache, weiß ich auch. Eigentlich müsste man da in unbekannter Situation dickere Handschuhe nehmen. Aber Okay. eigentlich, wenn keine Gefahr ist, dass sie sich verletzen an einer Nadel oder was auch immer, dann können sie auch einfach die Hände desinfizieren. Auch da muss man keine Handschuhe tragen, wenn man sich nicht ekelt, und müsste sich die Hände desinfizieren. Aber mir ist sehr wohl klar, ich bin lange NRW gefahren, dass das Händedesinfizieren in dem Moment, wo man Menschen rettet, jetzt nicht so das Vordringlichste ist, woran man denkt. Ob 2 Paar Handschuhe besser sind, hat keiner untersucht, aber zweimal Loch ist immer noch Loch. Also vielleicht ist es ein kleines bisschen weniger, aber wenn Ihnen das Blut wirklich über die Handschuhe läuft, dann läuft es auch durch 2 Löcher durch. Ich glaube, das ist nicht. Und wie gesagt, die Hohlnadel bleibt eine Hohlnadel, auch wenn sie durch den Handschuh durchgegangen ist. Und ja, Ja. genau. Okay.
Zubereiten von Antibiotika hatten Sie ja dann vorhin schon gebracht im Vortrag, das Für und Wider, ne, das glaube ich, müssen wir nicht nochmal. Dann kommt die Frage, haben Sie Daten zur Anzahl Handschuhpaare je Patiententag? Hatten Sie Nein, jetzt? gibt es nicht. Ich bin ja ganz eng, ich bin ja noch Gastwissenschaftlerin in der Charité. Es gibt noch keine Zahlen dafür. Deswegen haben wir bei uns so Zahlen gemacht. Also wir haben so eine Durchschnittszahl genommen und daran messen wir uns. Aber ich weiß, dass die Charité eben gerade auch, das NAZ auch so eine Untersuchungen dazu macht und das wird in absehbarer Zeit, aber das ist natürlich auch ganz schwierig. Es ist ja komplett anders auf der Normalstation, auf der Kinderstation, auf der Frühchenstation, auf der Intensivstation, in der Rettungsstelle. Ich glaube, dass man nicht wirklich so eine Durchschnittszahl generell machen kann. Vielleicht eher sowas wie bei den Händedesinfektionsmitteln, wo man ja auch so einen Durchschnitt für Normalstation und Intensivstationen hat, aber bisher gibt es diese Zahl noch nicht. Okay. Dann die nächste Frage, Umgang mit MRSA-Patienten etc. Kittel ja, Handschuhe nein und natürlich am Ende gründliche Händedesinfektion. Exakt so. Exakt, okay. Oha, das ist ja wirklich, also bestimmt für manche harter Tobak. Ich weiß, aber es gibt keinen, also wenn man sich die Ratio dazu überlegt, Ja, der MRSA sitzt auf ihren Fingern. Sie ziehen sich die Handschuhe aus, vergessen die ja, Händedesinfektion. Dann ja, sitzt er auf ihrem, ne, da, also hier, da wo sie ja, den ja, Handschuh ausgezogen haben, da sitzt der MRSA. Sie vergessen sich die Hände zu desinfizieren. Völlig menschlich. Dann bringen sie ihn mit. Und das ist genau das, was die in den Studien gesehen haben bei diesen ja, MRI-Patienten, dass die Leute das vergessen. Wenn sie sich dann aber danach ausführlich die Hände desinfizieren und nicht so wie ich jetzt lange Ärmel anhaben, dann haben sie alle Erreger weg, auch für sich selber zum Schutz, weil sie wollen die ja auch nicht auf ihrem Brötchen haben, wenn sie jetzt essen gehen. ja, Eine Sache ist natürlich immer noch Clostridioides difficile und die Sporen, die sie ja mit dem Desinfizieren nicht abbekommen. Wahrscheinlich käme die Frage gleich irgendwann von jemandem. Da ist es mit den Handschuhen noch mal was anderes, aber ganz wichtig ist, dass man sich dann, wenn man sozusagen die Sporen mit ausgezogen hat, mit dem Handschuh trotzdem die Hände desinfiziert und wäscht. ja, recht auch. Ne? Mhm. Venenpunktion, soll man da was anziehen oder nicht? Je nachdem, wie gut Sie das können. Also ich punktiere ja Venen so, also laut THBA, Blutentnahmen, Venenpunktionen sind Handschuhe zu tragen. Wenn wir das jetzt mit Ratio überlegen und uns die Löcher überlegen und auch was an den Handschuhen dran klebt, würde man sagen, keine Handschuhe anziehen. Ich trage keine Handschuhe zum Venenpunktieren, weil weil ich denke, auch wenn mir da was drüber läuft, ist der Handschuh auch nicht viel sicherer. Das, was da drüber laufen könnte, aber natürlich reduziert man Menge. Es wird empfohlen laut THBA. Wenn ich irgendwas anderes sagen würde, würde mich irgendjemand wahrscheinlich köpfen. Muss man für sich selber entscheiden. Es gibt Ja, keine gute Evidenz dagegen, aber ne, es gelten für uns die Regeln des Arbeitsschutzes, also dabei Handschuhe. okay. Dann ein eher Kommentar, würde ich sagen. Im Rettungswagen, Krankentransportwagen werden die Handschuhe sehr keimbelastet aufbewahrt, teilweise auch in der Fahrerkabine direkt im Essen oder in der Einsatzjacke und so eine Geschichten. Also Ja, das ist hier eher ein Kommentar. Das ist dann vielleicht auch was man deutlich mal hinterfragen sollte. Aber manchmal ist es eben auch nicht so einfach zu lösen. genau. Und viele von Ihnen werden ja Stefan Bushufen kennen. Der hat gerade eine sehr spannende Untersuchung gemacht. Händedesinfektionsmittel Compliance auf dem Rettungswagen. Die ist jetzt gerade in Publikation begriffen. Das Mhm. ist sehr erhellend gewesen. Vor allem, wie gut man sich selber einschätzt und was man über die Kollegen sagt. Ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen, aber das ist wirklich eine tolle Untersuchung, die ich, wenn sie dann publiziert ist, nur sehr empfehlen kann, sie zu lesen. Okay. Dann die Frage, wie der Handschuhverbrauch nach der Kampagne reduziert worden ist, hatten Sie ja vorhin schon gesagt. Das können wir überspringen. Erst waschen, anschließend desinfizieren? Fragezeichen. Das geht dann wahrscheinlich um optisch starke Verschmutzung. Muss man ja, ne? Also man muss erst waschen, dann desinfizieren. Man muss bloß zusehen, dass die Hände trocken sind. Deswegen sind wir ja auch im OP davon weggekommen, von dem Schrubben, was wir früher alle mal gemacht haben, weil die
Haut dann so aufgeweicht ist, dass die Konzentration des Händedesinfektionsmittels nicht mehr ausreicht. Deswegen ist es wichtig, dass man die Hände ausreichend trocken hat. Wenn man sie sich jetzt nur kurz wäscht, ist natürlich die Haut nicht so sehr aufgeweicht wie damals, als wir die Hände ja ewig gewaschen und geschrubbt haben. Da hat dann das Desinfektionsmittel wirklich nicht mehr ausgereicht. Aber eigentlich grundsätzlich bei Clostridioides difficile, wenn ich die Sporen weghaben möchte, da gibt es ja dieses schöne Beispiel, nasse Hände in Vogelsand, versuchen Sie das mal mit Desinfektionsmittel abzubekommen. Es geht nicht. Deswegen erst die Hände waschen und dann desinfizieren an der Stelle, nur eben ausreichend trocknen oder vielleicht einfach mehr Desinfektionsmittel nehmen. Dann eher eine organisatorische Frage. Klasse Vortrag. Können wir die Folien für eigene Schulungen haben? Das, denke ich, kann man vielleicht durch eine E-Mail an Sie klären. Genau, also da ist, ja. Ja. So müssen wir es erstmal stehen lassen. Ne? Das müssen wir jetzt erstmal stehen lassen. Ja. Das ist natürlich, macht uns das stolz und natürlich können Sie das alles abfotografieren. Es ist natürlich sehr viel Ressource in diese Erstellung gegangen. Trotzdem würde es mich natürlich freuen, wenn es jemand nutzen würde, weil ich meine, vielleicht mit dem Hinweis, dass es von Helios Klinik, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, irit.nachtigall@helios-gesundheit.de. Ja, genau. Super. Dann erst desinfizieren, dann waschen. Nee, hatten wir geklärt. Erst waschen, dann desinfizieren. Ne? Sonst macht das keinen Sinn. Bei uns wurden die rückfettenden Desinfektionsmittel abgeschafft, weil diese nicht rasch genug entkeimen. Nun ist es gefordert, sehr oft die Hände einzucremen, was zeitaufwendig unangenehm ist. Daher, jetzt ist hier das Hin und Her gesprochen. Oh, das ist aber etwas, das stimmt nicht, ne? Diese rückfetten Händedesinfektionsmittel sind ganz genauso gut. Die sind milliardenfach untersucht worden. Ja. Da ist viel Geld in den Beweis gesteckt worden, dass diese Rückfetten, ich bin so alt, ich kenne das noch, als es die gar nicht gab und meine Hände dann am Ende des Tages wirklich kaputt waren. Das ist dieser reine Alkohol, das ist eine Katastrophe. Ja. Und die sind ausgiebigst untersucht, dass die völlig genauso gut die Erreger abtöten wie die ohne Rückfetter. Also da gibt es wirklich exzellente Untersuchungen dazu. Okay, super, klares Statement. Hier steht am Ende nämlich auch, daher sind die Hände nun oft schruddeliger als zuvor. Ganz schlimm, die Hände gehen richtig kaputt davon und da kann ich verstehen, dass die Compliance extrem nachlässt. Also das tut richtig weh am Ende des Tages, wenn man sich auch nur ansatzweise oft genug die Hände desinfiziert hat. Ja. Dann hier nochmal der Hinweis, dass eben die Hygienethemen im Rettungsdienst oft nicht so intensiv gelehrt werden und deswegen vielleicht auch das Verständnis dort, hier wird das Lenkrad zitiert, an dem der Handschuh dann auch noch an ist, dass das Verständnis vielleicht nicht so optimal ist. Ich bin mit einem Feuerwehrmann verheiratet, wir haben uns im Rettungsdienst kennengelernt. Das ist ein oft diskutiertes Thema immer wieder, auch am Abendbrottisch. Okay, sehr schön. Hier schreibt jemand bei uns aktuell 15 Paar Handschuhe je Patiententag. Ja, es klingt wie die Norm. Also wir waren auch bei 15 Paar. Ne? Und jetzt sind wir bei 12,5. Ja. Charité ist, glaube ich, bei 17. Da muss man allerdings natürlich auch das Patientenklientel sehen. Da wird es wahrscheinlich auch wieder Abstufungen, je nachdem, in was für einer Klinik man arbeitet, geben, wenn es da mal Normwerte geben sollte. Da wird sicherlich die Universitätsklinik, die ja auch einfach in die Rettungsstelle ganz andere Patienten bekommt. Das kommt dann auch auf die Sorte des Versorgers drauf an, was man für Patienten hat. Für meine Warte, eine Onkologie sollte eigentlich nicht dafür gut sein, dass man mehr Handschuhe trägt, außer eben die zum Chemotherapeutika. Ansonsten ist es gerade für den onkologischen Patienten besser. Ich desinfiziere mir ordentlich die Hände. Und auch fürs Frühchen. Interessanterweise bei den Neo-Schwestern, die so richtig krasse Frühchen versorgen, werden sie kaum Handschuhe sehen. Ja, das ist, glaube ich, also eine Vertrauen, also da hat man, das ist so was Kleines, Empfindliches, das ist nicht eklig, ja. Oder? Das könnte sowas. Ja, das hat damit was zu tun und die sind ja extrem, also die sind ja extrem auf Hygiene und die überlegen sich da auch sehr viel mehr und denken mehr drüber nach, weil sie einfach noch viel mehr drüber nachdenken. Okay, genau. Sie erwähnten Handschuhe im Rahmen infektiöser Situationen, das Material eher zu verwenden. An welche Art Handschuhe denken Sie da? Was würden Sie dem Anwender empfehlen, also im Rahmen infektiöser Situationen?
Na, kommt auf die infektiöse Situation drauf an. Wenn es Bakterien sind, gar keine. Und wenn Sie Angst haben, aber davor, dass Sie jetzt zum Beispiel im OP gibt es ja diese HIV-sicheren und da würde ich dann auch Ja, 2 Paar davon anziehen. Also wenn es eben um Hepatitis, HIV geht, solche Sachen, dann gibt es ja die Spezialhandschuhe dafür und die würde ich dann auch anziehen. Die sind aber nicht beschichtet oder so, sondern die sind einfach, die haben mal andere DIN-Normen, die dürfen eben keine Löcher haben. Wenn ich weiß, dass der Patient infiziert ist. Und wenn dann, ich die Gefahr habe, dass ich mich auch verletze. Ich meine, einfach nur, weil ich einen HIV-Patienten, das wissen wir ja, ne, brauche ich keine ja, Handschuhe, um den ja, anzufassen. klar. Dann gibt es hier den Versuch, Ihren Vortrag in einem Satz zusammenzufassen. Der Handschuh gibt uns bis auf wenige Ausnahmen einen Pseudoschutz, Ausrufezeichen. Genau. Sehr Kann man, schön. ja, ne? Ja, Gelungen. toll. Genau. Dann Patientenblut kann ja infektiös sein und den Behandler bei Kontakt gefährden. Also meines Erachtens weiter Handschuhe anzuziehen bei der Blutentnahme. Ja, aber die Löcher. Sie haben die Löcher vergessen. Genau, genau. Sie haben die Löcher vergessen und ehrlich gesagt, bei einer intakten Haut, wie soll denn das Blut in Ihr Blut kommen? Da braucht, also Sie brauchen ja auch für HIV vor allem eine große infektiöse Dosis und wie kommt das an? Also gut, wie gesagt, die Handschuhe bei dem, steht in der THBA, lassen Sie sie an oder entscheiden das selber. Wenn ich keine Wunden an den Händen habe, entscheide ich mich dagegen, weil ich glaube, sogar wenn mir da mal ein Tropfen auf die Haut kommt, dann ist meine Haut ein ausgezeichneter Schutz dagegen. Dafür ist sie nämlich da. Ähm, und ich wiege mich in einer falschen Sicherheit und gerade HIV, Hepatitis tanzt ihnen durch die 5 Mikrometer Löcher durch. Gemeinsam, in großer Gruppe. Die machen Party. Die eben noch einmal angesprochene Wirkabschwächung von Desinfektionsmitteln bei nassen Händen gilt es nicht auch bei der noch feuchten Hand nach dem Handschuh ausziehen. Haben Sie dafür eine Empfehlung? Ja, Hände trocknen. Also wenn Sie wirklich nasse Hände, also wenn Sie die Hände so lange in den Ja, muss Handschuhen hatten, lange dass sein, es oder? nass ist. Hm? Das muss Naja, schon man lange kennt es ja, sein. Dann. postoperativ kennt man das ja. Also wenn Ja, man nach einer langen OP die Handschuhe auszieht, dann sind die Hände schwitzig. Aber eigentlich sollte man ja keinen Handschuh auf der Station so lange tragen, dass die Hände da drin schwitzig werden. Wenn das so ist, abtrocknen, dann desinfizieren. Aber der ja. Schweiß ist auch nicht so gefährlich wie das Wasser. Es verdünst natürlich auch nochmal anders. Hier steht nochmal eine Krinko-Empfehlung, aber das hatten wir genauso. Desinfektion und Rückfetter lieben bei uns die Operateure, weil sie schneller in die Handschuhe kommen. Aha. Das mit den Löchern habe ich nicht verstanden. Heißt das, dass alle Handschuhe in Klammern Nitril, die wir benutzen, Löcher haben? Vielleicht Nee, können Sie nicht das alle. nochmal. 2 pro 100 dürfen Löcher haben. Das ist die DIN-Norm. Also die DIN-Norm sagt, also sie sagt genau genommen 1,5 auf Ja, 100 dürfen bis zu 5 Mikrometer große Löcher haben. Aber 5 Mikrometer Löcher sehen Sie nicht. Das heißt, es ist wirklich wie russisch Roulette. Sie wissen nicht, was Sie anhaben. genau. Ja, dann wird hier nochmal nach Ihrer E-Mail-Adresse gefragt, aber da würde ich jetzt vorschlagen, das ist gut zu googeln. Ich habe es vorhin ausprobiert. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Moment, hier ist nochmal was aufgeploppt. Wann sehen Sie die Indikation zum Handschuhtragen beim Waschen eines Patienten? Sehr interessante Frage. Das finde ich eine sehr interessante Frage. Das kommt drauf an. Also ich auf jeden Fall definitiv, wenn Sie sich, also wenn ich einen Genitalbereich von Patienten waschen muss, dann auf jeden Fall, also dann, das können Sie entscheiden. Es gibt da keine Vorgabe. Ich finde zum Waschen des Patienten, vielleicht nicht beim Gesicht, das wäre mir auch, und wenn ich das Gesicht, also wenn ich in einem Zustand bin, dass mir jemand das Gesicht waschen muss, dann würde ich mich freuen, wenn er keine Handschuhe anzieht. Ansonsten für den restlichen Körper würde ich persönlich Handschuhe anziehen, aber da gibt es jetzt auch keine Regeln. Das ist das mit dem Eigenschutz, ne? Und dem, Mhm. also es ist eher ja wahrscheinlich kein hygienischer. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, wirklich. Jetzt kommen noch bestimmt viele Dankesworte. Und ich möchte mich eigentlich dem anschließen.
Nicht eigentlich, Frau Nachtigall, ganz toller Vortrag, super Diskussion, spannendes Thema, viel, viel zu verändern, glaube ich, also ein Mega-Ding für Change Management, ne? Also richtig anstrengende Geschichte sicherlich. Und ja, wir werden ganz sicher hier viele Diskussionen auch haben, denn auch einige aus Greifswald haben, wie ich gesehen habe, hier zugeschaut und zugesehen. Vielen Dank für die Einladung. Die Diskussion hat super viel Spaß gemacht. Also tolle Ja, Fragen schön. kann ich auch nur zurückgeben. Wenn solche Fragen kommen, dann macht das Spaß. Schön. Ja, dann nochmal allen, die dabei waren, die diskutiert haben, die zugehört haben und Ihnen natürlich auch, Frau Nachtigall, nochmal herzlichen Dank. Und wenn Sie noch ein bisschen schauen wollen, wer hier alles was schreibt, ich bleibe noch eine Weile drin. An alle anderen ein Tschüss und einen schönen Abend. Genießen Sie das Osterfest, die keinen Dienst haben, und den anderen nicht zu viel Arbeit. Und vielleicht trotzdem ein paar Eier. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.